Halt, stopp! Der Koran ist verfälscht. Wusstest du, dass es verschiedene Korane gibt? Der Koran ist falsch, alles Lüge, Jesus liebt dich, bla bla bla. Das hört man oft von Islamexperten hier auf Social Media. Lasst mich all ihre Scheinargumente zerstören und fröhlich auf ihren Trümmern der Zerstörung tanzen. In der islamischen Lehre gibt es nicht den einen physischen Koran als einzige Offenbarung, sondern der Koran wurde in 7 verschiedenen Ausdrucksweisen, das sind die sogenannten Achruf, herabgesandt. Hier ist die einfache Erklärung für das Konzept, das jeder verstehen sollte, der einen Verstand besitzt und nicht einfach nur streiten will. Eine Botschaft, 7 Formen. Allah offenbart den Koran laut Überlieferung in 7 Achruf, um den verschiedenen arabischen Stämmen und Dialekten das Rezitieren und Auswendiglernen zu erleichtern. Kein inhaltlicher Unterschied. All diese Formen enthalten dieselben göttlichen Botschaften. Es handelt sich um minimale sprachliche Variationen, zum Beispiel Dialekt- oder Wortformen, die alle als direkt von Gott offenbart gelten. Vom Engel Gabriel, also Djibril, übermittelt. Der gesamte Text wurde dem Propheten Mohammed über einen Zeitraum von etwa 23 Jahren schrittweise durch den Engel Gabriel übermittelt. Der heutige Text unter dem Kalifen Uthman wurde ein vereinheitlichtes Manuskript, das man Mushaf nennt, erstellt, das alle 7 offenbarten Achruf in einem schriftlichen Skelett vereint. Die heutige Hafs-Leseart ist eine der authentischen Arten, dieses ursprüngliche Schriftbild zu rezitieren. Zusammenfassend, der offenbarte Koran ist das Wort Allahs in all seinen authentischen Überlieferungsformen, die heute in den anerkannten Lesearten, die man Kirat, wie Hafs oder Warsch bewahrt sind. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die selbsternannten Islamexperten und schreien rum, Uthman hat Korane verbrannt, ihr seid alle Lügner. Lasst mich darauf kurz eingehen und dieses Argument auch zerstören. Warum ordnet Uthman die Verbrennung anderer Manuskripte an? Etwa 20 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam weitet sich das Islamische Reich stark aus. Menschen aus verschiedenen Regionen, darunter Persien, Syrien, Armenien usw., lernten den Koran in unterschiedlichen Dialekten. Es kam zu einem heftigen Streit unter den Muslimen, weil die Leute sich gegenseitig beschuldigten, den Koran falsch zu rezitieren, da sie unterschiedliche der 7 Achruf, der Ausdrucksweisen, nutzten. Die Lösung: Der Kalif Uthman entschied, dass ein einheitliches schriftliches Exemplar, ein Mushaf, erstellt werden muss, um die Einheit der Muslime zu bewahren. Er beauftragte eine Kommission, angeführt von Said ibn Thabit, den Koran im Dialekt der Quraysh, dem Stamm des Propheten, zu kodifizieren. Die Vernichtung. Nachdem die offiziellen Kopien in die Provinzen geschickt worden waren, befahl Uthman, alle privaten Aufzeichnungen und abweichende Fragmente zu verbrennen. Wichtig zum Mitschreiben für die Islamexperten: Ziel war nicht, den Inhalt zu ändern, sondern die schriftliche Form zu vereinheitlichen, damit es keine Zweifel mehr über den offiziellen Wortlaut gab. Und nun Trommelwirbel. Der ultimative zerstörende Beweis für die Islamexperten: die Wissenschaft, die hat heute Zugang zu Dokumenten, die extrem nah an der Zeit des Propheten liegen. Und ich zähle jetzt die bekanntesten auf. Kann man nachgoogeln und ChatGPT und wie der ganze Blödsinn heißt, kann man alles nachschauen. Manuskript in Birmingham. Es ist in der Universität of Birmingham und wird datiert auf ca. 568 nach Christus. Tübingen-Fragment, Universität Tübingen, ca. 649 nach Christus. Sanaa Palimpsest in Sanaa in Jemen vor 671 nach Christus und das Topkapki-Manuskript spätes 1., frühes 2. Jahrhundert in Istanbul, Türkei. Und nun, das Besondere am Birmingham-Fragment: Und nun passt auf, ihr Islamexperten. Setzt euch hin, holt tief Luft und dann chill down, hör gut zu, schreib es auf, verinnerliche es, mach was du willst, aber nimm es auf. Radiokarbon-Datierungen ergaben mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95%, du weißt, die Wissenschaft, ergab mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95%, dass dieses Pergament aus der Zeit stammt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch lebte oder kurz nach seinem Tod beschrieben wurde. Und jetzt, der Text ist identisch mit dem heutigen Koran, den wir in der Hafs-Leseart lesen. Allahu Akbar. Und nun, Vorhang auf
für den nächsten zerstörenden Fakt, für die selbsternannten Islamexperten. Das Sana'a-Palimpsest ist eine wissenschaftliche Besonderheit. Ein Palimpsest ist ein Pergament, das zweimal beschrieben wurde. In Sana'a fand man eines, bei dem der ursprüngliche Text, also die untere Schicht, weggewaschen und mit einem neuen Text die obere Schicht überschrieben wurde. Nun passt auf, die obere Schicht entspricht exakt dem Standardtext von Uthman und die untere Schicht zeigt leichte Abweichungen in der Wortreihenfolge oder Synonyme. Dies gilt für Forscher als Beweis für die Existenz der verschiedenen Achruf oder privaten Notizen vor der uthmanischen Standardisierung. Und jetzt kommt der nächste Aufschrei der Missionare. Hört ihn, die selbsternannten Islamexperte, die sich Verse rauspicken, ohne jemals aufrichtig ein ganzes Kapitel des Korans gelesen zu haben. Sie schreien, aber die Widersprüche sind offensichtlich, du Lügner, du gewaltmittelalter Mensch, bla bla bla. Fehlen nur noch die blauen Herzen über ihren Köpfen, deshalb AfD, bla bla bla. Lasst uns auch das widerlegen. Anhand von einem Beispiel, die auch der hasserfüllteste Mensch mit einer Auffassung eines Vierjährigen verstehen sollte. Erstes Beispiel, das ist die Dauer der Schöpfung, 6 oder 8 Tage. Dies ist ein klassisches Beispiel für mathematische Missverständnis, das oft angeführt wird. Im ersten Vers, also in Sure 7, Vers 54, hier heißt es, Gott erschuf Himmel und Erde in 6 Tagen, das ist die Standardangabe im gesamten Koran. Im zweiten Vers, also Sure 41, Vers 9 bis 12, hier werden die Phasen detailliert aufgezählt. Erschaffung der Erde 2 Tage, Ausstattung der Erde mit Vorräten und Bergen 4 Tage, Erschaffung der Himmel 2 Tage, Rechnung 2 plus 4 plus 2 ist gleich 8. Oh nein, 8. Aber nun passt auf. Gelehrte erklären dies durch eine Inklusion, durch einen Einschluss. Die 4 Tage, für die die Ausstattung der Erde beinhaltet, die 2 Tage der Erschaffung der Erde selbst. Nochmal, schreibt mit, Islamexperte. Die 4 Tage für die Ausstattung der Erde beinhalten die 2 Tage der Erschaffung der Erde selbst. Es ist wie beim Hausbau. Ich habe 2 Tage das Fundament gegossen und insgesamt 4 Tage für das Erdgeschoss gebraucht. Das bedeutet nicht 2 plus 4, sondern das bedeutet, dass das Fundament Teil der 4 Tage war. Und so kommt man im Koran auch wieder auf die 6 Tage, 4 für die Erde, 2 für den Himmel. Beispiel Nummer 2, das Alkoholverbot, schrittweise Offenbarung. Da fragen die Islamexperten sich oder behaupten oder bestimmen, weil sie ja alles wissen und die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, ist Alkohol nun erlaubt oder Arznei oder Teufelszeug? Stufe 1, Sure 16, Vers 67. Alkohol wird als etwas erwähnt, aus dem man berauschenden Trank und gute Nahrung gewinnt. Also es ist eher neutral und positiv. Stufe 2, Sure 2, Vers 219. Es wird gesagt, Alkohol habe Nutzen, aber die Sünde darin sei größer als der Nutzen. Eine Warnung. Stufe 3, Sure 4, Vers 43. Man darf nicht betrunken zum Gebet kommen, das ist ein Teilverbot. Stufe 4, Sure 5, Vers 90. Alkohol wird als Gräuel aus dem Werk des Satans bezeichnet und ist strikt verboten. Und nun die Erklärung. Aus islamischer Sicht ist das kein Widerspruch, sondern eine pädagogische Methode. Die Gesellschaft der damaligen Zeit war stark alkoholabhängig. Gott verbot den Wein nicht schlagartig, sondern bereitet die Menschen in Phasen darauf vor. Denn wenn man einem Menschen schlagartig alles verbietet, dann will er nichts davon wissen. Und das ist die göttliche Weisheit dahinter, denn Allah weiß, wie wir erschaffen sind und wie wir ticken. Der jeweils spätere Vers hebt die Gültigkeit des vorherigen Verses in der Praxis auf. Und das sieht man auch an anderen Stellen. Und das ist ja auch laut Christen der Fall im Alten Testament. Warum verstehen sie es dort? Aber im Koran ist es ein Widerspruch und es ist nicht zu verstehen. Oh, ganz brutal. Nun noch ein Beispiel. Wer war der erste Muslim? Das ist ja auch ein Lieblingsbeispiel von den Experten. Sure 6, Vers 14. Mohammed wird befohlen zu sagen, er sei der Erste, der sich ergeben hat, also Muslim ist.
Sure 7, Vers 143, Moses sagt, er sei der Erste der Gläubigen, also nur für die Islamexperten, die es nicht wissen, Muslim bedeutet Gott Ergebene, also Moses sagte, er sei der Erste der Gott Ergebenen, also Muslim. Sure 3, Vers 67, Abraham wird als Hanif und Muslim bezeichnet, lange vor Moses und Mohammed. Ein riesiger Widerspruch. Nun die Erklärung. Hier wird erster nicht zeitlich über die gesamte Weltgeschichte verstanden, sondern auf die jeweilige Gemeinschaft, auf die Umma bezogen. Mohammed war der erste Muslim seiner Zeit, Moses der erste seiner Zeit und Abraham der Urmonotheist. Es ist ein Titel der Vorbildfunktion und kein chronologischer Widerspruch. Und was noch dazu gesagt werden muss, was wie ein Widerspruch aussieht, klärt sich oft durch, und das haben die Islamexperten nicht, Wissen über die arabische Sprache, über die Arabistik, über die Theologie, über was passiert in der Weltgeschichte und nicht nur sich selber mit seiner Logik was zusammen spinnen und die sprachliche Feinheiten, weil Arabisch ist sehr nuanciert, Kontext, an wen war der Vers gerichtet und Chronologie, was wurde zuerst, was zuletzt offenbart. Und nun, wer nun glauben will, der soll glauben, wer nicht glauben will, der soll an seinem Gram zugrunde gehen. Alles wurde aufgeklärt, jeder Mensch mit Verstand weiß nun Bescheid, und wer die wirklichen Lügen und hasserfüllten Menschen sind, weiß man auch, denn jeder aufrichtige Mensch, sei es Christ, Jude oder Muslim, wenn ein Beweis ihn erreicht, sagt er Danke dafür, weil er ein ehrlicher Mensch ist, ändert sich und löscht zum Beispiel diese ganzen verhetzten Videos mit ihr habt 7 Korane, ihr habt dies, ihr habt das. Die Wahrheit hat euch erreicht. Wenn ihr wahrhaftige Menschen seid, dann kehrt ihr zurück zu Gott und werdet aufrichtig. Und wenn ihr hasserfüllte, streitsüchtige Menschen seid, dann seid ihr sowieso verloren. Dann seid ihr auch kein christliches Vorbild. Dann seid ihr einfach irregegangenen Menschen mit Hass. Und ich persönlich wünsche jedem Menschen Friede und ich wünsche jedem Menschen die Rechtleitung und dass kein Mensch ins Höllenfeuer kommt. Wir sind keine gewalttätigen Menschen, auch wenn es die Medien so aussehen lassen. Wir praktizieren die Nächstenliebe genauso, wie es die Christen auch zum größten Teil machen. Aber es gibt überall hasserfüllte Menschen, deswegen möge Allah euch recht leiten und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und auf Wiedersehen für alle Nicht-Muslime.